geil. Chat, da wären wir! Metal Gear Solid 3. 1964. Wenn ihr die ersten beiden Teile verpasst habt, Chat, keine Sorge! Denn das ist die Vorstory. Das ist irgendwie 40 Jahre vor Metal Gear Solid 1. Obwohl, ich glaube, Metal Gear Solid 1 spielt irgendwie 1998, glaube ich, oder so, ne? Und das spielt jetzt 64. Metal Gear Solid 2 spielt, glaube ich, irgendwie 2006 oder so, glaube ich. Irgendwie sowas. 2004, glaube ich. Irgendwie so rum. Und das ist halt, ja, fast 40 Jahre vorher. Die ganze Geschichte vorher. Wer dieser Big Boss war, wie es zu den ganzen Solid Snakes-Klonen kam, mehr oder weniger. Hier werden wir einiges von der Backstory erfahren. Und Hades, Dankeschön für 19 Monate in Tier 3. Vielen, vielen Dank. Ist ein Banger-Spiel. Ist ein bisschen anders als die anderen Teile, aber trotzdem geil. Vor allem, weil wir nicht mehr in irgendwelchen Gebäuden unterwegs sind oder sowas, sondern hauptsächlich irgendwo im Dschungel oder so unterwegs sind. Ja. So, lass uns anfangen. Europäische Version? Ja. Sprachauswahl, Deutsch. Spiel starten. Welcher Teil war dein Lieblings? Der zweite. Den hatten wir zuletzt gespielt. Gehen wir hier irgendwo nach unten. So. Snake Eater. Und dieser Teil, by the way, Chat, bekommt auch jetzt im nächsten Remake. Hat ja letztes Jahr schon mittlerweile, hat ja letztes Jahr Konami angekündigt, dass sie das remaken. Dieser Teil wird geremaked. Und Maverick, Dankeschön für den Prime-Sub. Das heißt, wir werden irgendwann in 2-3 Jahren oder so, wenn das Remake rauskommt, das Spiel quasi nochmal spielen, aber dann in der neuen Version, die hoffentlich auch geil ist. Okay? Das UI im Hauptmenü gefällt mir irgendwie. Ja, das UI ist das Einzige, was Konami gemacht hat für diese Master Chief Collection sagen, für diese Metal Gear Collection gemacht hat. Das war das Einzige, was die gemacht haben. Ja. Ich spiele zum ersten Mal MGS. Mir gefällt MGS 1, mir gefällt MGS 2, mir gefällt MGS 3. Aber ich habe MGS 3 nicht gespielt. Hallo? Mir gefällt MGS 2. Ich habe keine Hoffnung in Konami. Ja, schauen wir erstmal uns an, was Konami dieses Jahr mit Silent Hill macht. Dieses Jahr soll ja Silent Hill 2 kommen, das Remake. Mal gucken, was das wird. Wenn das eine Vollkatastrophe sein wird, ja, ist meine Hoffnung bezüglich Metal Gear auch ein bisschen weg. Ja, normal. Easy, let's go. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Ich bin weg. Ciao. Und zum Anmark, was geht ab? Wenn die Untertitel hier so groß sind. Im Zweier waren die Untertitel zwar auch groß, aber schmaler. So dass meine Kamera perfekt reingepasst hat. Jetzt muss ich in eine andere Ecke gehen. David Hater! Da ist er, unser König. Unser König einfach. Wird ein Banger Game Chat. Das wird Banger. Flying over Pakistan. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Ist das der Colonel? We've got high visibility. Das ist er nicht, oder? Ist das der Colonel, den wir aus dem ersten und zweiten Teil kennen? Der sieht hier schon so alt aus. Put out that cigar. Cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Ich glaube, das war ein Joke, oder?
10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Weil wir spielen noch nicht wirklich Riden, oder? Depressurization complete. Das war, glaube ich, ein Joke. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Metal Gear Solid Snake Eater! Ich glaube, das war irgendwie ein Joke. Kojima wollte allen Leuten eine reindrücken, External die temperature minus 46 Raiden gehasst haben. Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Ui, okay. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. All green und die Farbe wechselt zu blau. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings. And fly. God be with you. Spread your wings and fly. Gott schütze dich. Gott schütze den Kaiser. Und nur den. Steak Eater. Oh. Hätte schon dreimal gekotzt. Jack, I've got some important news. Jack? The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. Wieso ist es so The leise? seeds will be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB. Schon mal aufschreiben, Chat, die Namen. Die sind wichtig. Soviet's top secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. Dankeschön. The Earth was Michi blue, Soldier. but there was no God. Abo-Falle. Reingetappt. Schnapp. The rocket that Ach, carried die Yuri Falle. Gagarin Danke. to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. Ist das Metal Gear? After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything Aber coherent. Chat, wenn And it was only wenn für a die week Amis later that we had something much bigger on our hands. Europa im Westen This liegt, crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles. sagen Sie zu China und Japan auch dann Westen? The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba.
But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger Das standoff. sind echte Menschen, Chat. Die gibt's wirklich. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, Oder gab's ja. we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. And we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever. Ja, aber die Amis haben bestimmt doch auch eine amerikazentrierte Karte. Die haben doch nicht unsere Karte, wo Europa in der Mitte liegt. What did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? Genau, die haben ja die USA in der Mitte. Und die reden hier gerade davon, er ist nach Westen geflohen. Und nach Westen geflohen bedeutet hier Russland und Berlin. Oder so. Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day I got Sokolov out of the hospital. Aber wenn man von Amerika nach Westen flieht, nach Berlin, dann kommt man ja auch an China vorbei. Nee, das ist nicht einheitlich. Das ist absolut nicht einheitlich. Warte, bis du herausfindest, wie die australische Weltkarte aussieht. Dann drehst du komplett am Rad. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Metal Gear? Sokolov's still in the facility. No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never Ich kann mich have auch been gar nicht daran possible if erinnern, it was was hier still für in eine the Waffe research war. facility. Ob das auch schon Metal Gear war? This is our last chance. Wer Crazy ist ja in den 60ern. Aber nicht spoilern, Chat. Ich habe selbst vieles vergessen. Ich habe mit 1 und 2 bin ich schon durch. Haben wir über die letzten Wochen gespielt. Ja. Und wir haben gerade den 3. gestartet. Das ist diese Karte. Hast du jetzt die australische Weltkarte gesehen? Wieso zeigen die sowas nicht im Geschichtsunterricht? Weil... ich kann ja einstellen. Weil in der echten Geschichte kein Sokolov einen Metal Gear gebaut hat. Oder? If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Du hast einfach mein Weltbild zerstört. Ja, ich weiß nicht, wie viele Karten es gibt, so Weltkarten, weil nicht jedes Land hat eine Karte zentriert auf sein Land oder so. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? Und ich habe keine Ahnung, wieso die Australier sich dachten, hey, lass doch die Karte einfach drehen. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit.
If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Oh, Chat, es gab Survival-Mechaniken. Man musste essen und so. Doch, die australische Karte ist umgedreht. Du bist nicht lost. Die haben sie auf den Kopf gedreht. Du bist nicht lost, du siehst das richtig. Ich weiß auch nicht, was die Geschichte dahinter ist, wieso sie die Karte gedreht haben. Ich habe mich nie darüber schlau gemacht. Ich weiß nur, dass diese Karte existiert, weil sich alle über Australien immer lustig machen. Und dann australische Dinge auf dem Kopf darstellen. Jack. Der gute Raiden. Wie buff er ist. Ja, ich bin auch gerade verwirrt, wie das war mit Raiden. Weil Raiden kann gar nicht leben. Raiden existierte zu der Zeit nicht. Ich meine, wie alt ist Raiden in Metal Gear Solid 2? Ach, das ist, weil ich ausgewählt habe, ich mag Metal Gear Solid 2. Deshalb spielen wir jetzt Raiden. Ich habe doch am Anfang auswählen dürfen, was ich mag. Und jetzt spielen wir Jack. Wir spielen Jack. Aber er hat die Stimme von Snake. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Oder ob wir für immer jetzt Jack sind. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh. Den Flickflack kann er noch, ja. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. Okay. I'll be referring to you as Snake from Das now behalten on. die. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake. Yeah, Völlig losgelöst. Take off the disguise now. good Getriggert. idea. Ich wurde getriggert. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Von der... Da ist es, Chat! Okay. Er ist gar nicht Jake, er ist Snake. Da ist er. Ich weiß nicht, ob er davor, wenn man sagt, ich mag Metal Gear Solid 1, ob er auch dann vorkommt, keine Ahnung. Ob das einfach nur ein Joke war von Kojima? Weil alle Raiden ja gehasst damals haben. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Hier ist Lange. Kept you waiting, huh? Kept you waiting, huh? Oh Sneaking mission. nein. You must not be seen by the Er hat die enemy. Line You gesagt, must Chat. leave no trace of your Er hat die presence. Line gesagt. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great.
Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to Aber feed so ist der myself? Name Snake entstanden, You've Chat. been issued a Surprise the knife and a Snake. tranquilizer gun. Wegen diesem Teil. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Maske kommt immer, egal was man auswählt. Okay, I okay. see. Gut. Well, Dann war es better go wirklich ein back and get it. Kojima-Troll. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree konnte that's covered in ivy Bäume and press klettern. the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. 26 Rider-Riden in Metal Gear Solid 2, ja. Okay, wo kann ich Baum klettern? Baum. 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 Unsere Tasche ist irgendwo ein Baum. 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 Wer war hotter? Ich bin halt schon so ein Sucker für Riden, ne? Da hinten, der Baum ist es, ne? Ich muss hier erstmal durch. Okay, man kann bestimmt nur an Bäumen klettern, die so zerkratzt sind. Aber ja, ich habe mich an vieles, kann ich mich gar nicht erinnern, was in dem Spiel passiert. Also ich kann so an Key-Moments mich erinnern. Nichts. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From Backpack, that list, Rucksack. choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Ne, hier geht's nicht um Lutschpuppen. Hier Use geht's the um survival Schlangenessen. backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. Arschpapi. That's right. It's been fitted with its own suppressor. Gab's die Waffe wirklich, However, Chat? the suppressor will deteriorate every time you Schnell fire. googeln. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. Ah, Fox gab's halt Can't schon damals. leave Aber hat man any auf dem traces Flugzeug of your gesehen, presence. das Logo von No Foxhound. weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. Oh, You're shit. a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Ich kann mich selbst Tape killen. it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Ach, okay. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. Ah, You mean okay. that thing they put in my tooth before the mission? That's the one.
But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. Also, I'll keep it in mind. Hab You ich said this da- was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Hey, Juna. Correct. Frohes Neues. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This Wo time, ist meine Speicherdame? survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. Medic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. Was And für the Hans Jack for Hase! short. You're a regular Captain Nemo. War nicht, A name. war nicht means Max nothing on the Mustermann battlefield. das After a week, John Doe no one has a name. Pendant im Deutschen? What's your name? Jane Doe. Very funny. I Johanna wasn't Hase. joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save Das ist meine frequency. Speichertante. 140.96. Ja, John Doe ist ja im Englischen so immer so ein So Name Sadie lets für, me record my für mission Opfer, data. dessen Namen man nicht That's kennt. right. It also records the state Und of your health. Ich weiß nicht, wie es bei uns im Good to Deutschen know. ist. Ich dachte Max There's one Mustermann more person I want to und introduce nicht you Hans to, Snake. Hase. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A The boss. legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? Der ist How Boss. many years has it been? Boss? That's right. It's me. The Boss. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and Er hat's 18 hours. gezählt. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Okay. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. Boah, die ist so cool, Mann. I taught you all I Der could. Boss ist so cool. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is Der spirit. Geist, shit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the Jetzt muss ich same mir während den thing. Cutscenes I Notizen can't machen, über was teach ich you how reden to wollte. think. Weil You'll die machen just have keine to figure Pause. it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Politik ist scheiße, ich hasse Yesterday's Politik. good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. Es geht auch in jedem Teil darum, A soldier is a political tool. ein Grund, nothing wieso man more. kämpft. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no Immer ein friends. essentieller Teil der Spiele. You follow the orders you're given. Wieso man in den That's Krieg what being zieht, a wieso soldier kämpft man, is. für was kämpft I man. do whatever I have to get Kämpft the man job nur für den done. Staat I don't think about politics. oder auch für sich? That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going ist to man eine live as a Puppe soldier oder or macht just man das another man with wirklich, a gun. weil man es There's a will? saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country.
I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. Oh, People's Junge. values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in Oh, absolute Junge, terms. was ist mit dir los? The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. Ja, aber zu diesem Punkt What ist is auch it? schon Call me Solid Snake. Snake gekommen, ne? Snake. In Oh, der right. Zukunft. Your codename is Snake. Mehr oder weniger. It suits you well. That's right. Was The ihn legendary näher unit that dazu the boss gebracht put hat, together wie der during World Boss War zu II sein. was a snake. Wie früher. The Cobra Unit, Was irgendwie cute a ist. group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes, It's good to hear your voice again. Cute. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you were always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is Links, your rechts. first actual survival mich erinnert. mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located Oh, to ich the erinnere north mich of an den your Anfang. current position. Ich habe so gestruggelt. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Das sind jetzt sehr viele Informationen, Chat. Sehr viele Informationen, die wir verarbeiten müssen. Und die hört immer noch nicht auf. Commencing virtuous mission now. Okay, kann ich jetzt spielen. Dremucci Süd. Okay. Überlebensanzeige. Okay, das ist mein Menü. Da oben, by the way, sieht man jetzt auch unter Snakes Leiste, unter seinem Leben, jetzt, das ist neu, so 3 Ausdauerbalken. Das ist quasi, wie gut es Snake geht, im Sinne von, ob er irgendwie verbunden werden muss, ob er was essen muss und so. Nee, die Cam ist nicht drüber, das ist auf der anderen Seite, siehst du doch. Snake steht da, ein dicker Balken, das ist sein Leben, und darunter sind 4 kleine Balken. Das ist eine Stamina-Anzeige, und das ist jetzt neu hier in dem Spiel. Die kann runtergehen, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Verletzung haben, aber die Verletzung nicht behandeln, wenn wir irgendwie voll sind mit Blutegeln und die Blutegel nicht abmachen, wenn wir irgendwie Hunger haben oder so, dann sinkt das. Und je niedriger das ist, desto schwächer ist Snake. Und deshalb müssen wir die dann immer versuchen, irgendwie hochzuhalten. Das ist auf jeden Fall neu. Und ich muss mal kurz hier hochscrollen, um nochmal auf die Sachen eingehen, die passiert sind. Ja, wir kennen die deutsche Synchro von Metal Gear Solid 1. Die haben wir hier vor ein paar Wochen erlebt. Zusammen. Ich spiele nur die Collection und danach erstmal durch. Und dann warten wir auf die nächste Collection. Liebe, wie extrem lang das Intro ist. Ja, vor allem, wie es plötzlich so deep wurde mit ihr. Aber das finde ich voll cute, wie sie das gerade erzählt hat und so weiter. Das ist ja so ein bisschen der Punkt auch, wo Snake im Teil von 1 so ein bisschen für sich da angekommen ist, da wo sie gerade jetzt schon mit ihrem Mindset quasi ist. Da kommt ja quasi Snake so im Teil 1 so ein bisschen da an, was so der Kreis sich schließt, ne? Weil Snake ist ja mehr oder weniger der nächste, The Boss, ne? Der Snake, den wir kennen aus den neueren Teilen, aus
aus den anderen Teilen, ne? Und das ist ja quasi wie der Kreis, der sich schließt. Er ist wieder da angekommen, wo sie war. Und sie war ja früher so die krasse Soldatin, die jetzt quasi Snake ist in den neueren Teilen, ne? Was hat dich dazu gebracht, so ein Boss zu sein? Mich Legende? Ich bin noch kein Boss und keine Legende, aber bald. Snake hatte noch lecker Mac-Menü vom Start in der Mission. Ja, die deutsche Collection hat auch, nur beim ersten Teil halt, ne, weil im OG gab es auch nur den ersten Teil auf Deutsch. Ne? Aber ja, Tarnung, man konnte hier einiges ändern. Ne, das Gesicht konnte man anmalen, Uniform, das ist, glaube ich, sogar auch wichtig gewesen für später. Zum Beispiel da oben sieht man, glaube ich, gerade, das ist jetzt hinter der Cam. Das ist wichtig, da oben 15%. Ich glaube, 15% steht für bei 100% bin ich quasi unsichtbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt rot nehme, dann bin ich richtig krass sichtbar. -20. Weil wir sind hier gerade im grünen Gebiet und ich laufe hier als roter Typ so rum. Da erkennt mich halt jeder. Und je höher die Prozente, desto niedriger, desto schwieriger ist es für die Leute, mich zu erkennen. Deshalb, ja, man kann auch nackt sein, aber halt nur oben. Olivgrün. Tiger wäre hier in dem Gebiet am besten. Tigerstreifen. Und dann können wir uns noch im Gesicht bemalen. Wald wäre am stärksten. Ja. So würden die mich am schlechtesten erkennen in diesem Gebiet. Und das ändert sich dann natürlich von Gebiet zu Gebiet, glaube ich, ändert sich das mal so ein bisschen immer, ne? Was auch hier neu ist, was echt wild ist, hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf, was aber alles so ein bisschen schwieriger macht, ist, mein Schalldämpfer geht kaputt. Mein Schalldämpfer geht kaputt. Ich muss zwischendurch einen neuen Schalldämpfer finden. Wieso steht der gerade wie so ein Hase? Der geht kaputt. Das heißt, ich kann nicht immer easy überall alle mit meiner Pistole wegmachen. Ich kann die Raiden-Maske wieder aufsetzen. Das ging. Oh. Ja, roter Typ ist Mario. Genau. Ah, da unten stimmt. Ja. Junge. Ja. Tatsächlich. Hans Hase. Ja, fucking Hans Hase. Chat, sagt man bei uns im Deutschen wirklich Hans Hase? Ich dachte immer Max Mustermann. Sagt man wirklich Hans Hase bei uns? Fucking Johanna Hase. Und ich bezweifle, dass man zu einer Frau Johanna Hase sagt, oder? So, ja, wir müssen auf jeden Fall. Vielleicht war es zu der Zeit so. Meinst du jetzt 1964 oder als das Spiel rauskam? Wir müssen auf jeden Fall den Typen finden, der verantwortlich ist, dass er irgendeine krasse Waffe gebaut hat, die hier unter anderem getestet wird. Den müssen wir hier finden und rausholen. Den Sokolov, der hier irgendwo in der Station ist. Und genau, was ich sagen wollte vorhin, mit dem Gift im Zahn. Das kenne ich, aber eigentlich so, dass im Zahn du Gift hast und wenn du dann irgendwie in einer Situation bist, wo du gefangen genommen wurdest und und die dich foltern wollen und herausfinden wollen, irgendwelche Informationen, dann beißt du da drauf, das Ding geht kaputt und du stirbst. Oder habe ich das falsch in Erinnerung gehabt und die haben auch noch in den Zähnen ein Heilmittel drin gehabt? Nein, oder? Es gab doch nur das Gift in den Zähnen. Es gab doch nie ein Heilmittel, oder? Das ist nur jetzt hier, ne, Kojima-Shit. Nur sterben, genau. Und Kojima-Shit ist jetzt, er hat eine Tablette dabei. Hier? Nee, hier die tödliche Pille. Er hat eine tödliche Pille dabei, mit der er dann halt in so einen Zustand kommt, wo die Leute denken, dass er tot ist. Und dann habe ich eine bestimmte Zeit, auf meinen Zahn zu beißen und mich zu heilen. Weil in dem Zahn ist bei mir eine Heilung drin. Ja. Okay, wir haben hier einen Bewegungsmelder. Was ist Sonar? Aktives Sonarsensor erfasst Tiere durch Schallwellen. Okay. Da muss ich dann L3 drücken. Verbraucht Batterieleistung. Oh, okay. Moment, verbrauchen die alle Batterieleistung? Ach du Scheiße. Sensor erfasst sich bewegende Objekte, aber nicht stationäres. Verbraucht Batterieleistung, wenn er eingeschaltet ist. Die verbrauchen alle Strom. Mann, Chat. In der Vergangenheit war ja alles richtig scheiße. Ich liebe die Zukunft.
Ach, die Frau heißt dann Hans Hasi. Man stirbt nur, ja. Heinrich Himmler hat doch, glaube ich, einer in seiner Gefangenschaft aus dem Zahn Zyankali geschluckt und sich gekillt. Ja, viele Soldaten hatten das ja gemacht. Wir haben ein Richtmikrofon. Hat der auch Batterie? Da hinten ist etwas laut. Ein Hoch auf Nanomachines, halt wirklich. Wir haben ein Messer. Damit können wir dann vielleicht irgendwie so ein paar Tiere erlegen. Ich weiß gar nicht, konnte man hier auch in Ego-Perspektive gehen? Ja. Und dann haben wir hier die hier. Betäubungspistole. Der Haschipafi oder wie der hieß. Zum Zielen Viereck drücken, zum Feuern loslassen, mit der Schalldämpfer auf X absetzen. Okay, ich kann auch theoretisch Schalldämpfer absetzen. Ich muss ihn theoretisch nicht benutzen, den Schalldämpfer. Wenn hier irgendwie nur 1, 2 Personen sind, dann kann ich ja theoretisch auch ohne Schalldämpfer spielen, ne? Und kann ich die essen? Kann ich die schon essen? In der Zukunft musst du 5 Euro zahlen, um die Batterien aufzuladen. In der Zukunft hast du Nanomachines. Und hier kann jetzt zum Beispiel schon überall, glaube ich... Da! Vogel! Den hätte ich essen können! Hier können schon überall Tiere sein. Schlangen oder so, die ich essen kann. Nikolas! Dankeschön und hi. Lego-Perspektive in den Cutscenes sehr wichtig, okay. Da ist ein Krokodil. Das sind 3 Krokodile. Otto Normalverbraucher und Lieschen Müller stehen für den deutschen Durchschnittsmenschen. Nicht für ein Individuum ist das Einzige, was ich finde. Okay. Aber was ist mit John Doe? Benutzt man doch für Opfer. Zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Leiche gefunden hast und du weißt nicht, wie die Leiche heißt, weil du nicht herausgefunden hast, wer das ist. Dann nennt man die Leiche ja John Doe. Da sind sehr viele Krokodile. Oder Jane Doe, wenn es eine Frau ist. Aber im Deutschen sagt man doch nicht zu einer männlichen Leiche Otto Normalverbraucher. Krokodile sind gefährlich, oder, Chat? Der Schwanz! Ah, der Schwanz! Ich weiß nicht, ob man Krokodile töten kann und essen kann, aber gut möglich. Ah, guck mal, die Prozente sinken wieder. Wenn ich in den Schlamm gehe und ich habe jetzt die Rüstung an, dann bin ich bei 0%. Oh, die wird sogar angezeigt, wenn du gehst. Und Fright! Dankeschön für 5 Monate. Genau, danke für den 5er Raid. Danke für den Raid. 5 Monate einfach. Mehr findet man nicht, okay. Ich dachte irgendwie Max Mustermann oder so. Aber ja, Max Mustermann sagt man, glaube ich, auch nicht bei Leichen. Max Mustermann ist, glaube ich, so auf Papieren immer. Da ist eine Schlange, Leute. Die snack ich mir. Was war das denn? Hab sie. Aber Moment mal. Ich heile hier mich komplett hoch. Ich bin jetzt wieder full live. Okay. Also hier ist wirklich... Ich dachte, man heilt nur bis zu einer bestimmten Stelle, wenn man genug... Da ist so eine Schlange. Wenn man genug Stamina hat. Aber nee, man heilt komplett voll, wenn man genug Stamina hat. Okay. Ich meine sogar, man kann die Maske, die du dabei hast, auch irgendwo benutzen, um andere zu verwirren. Ja, mal schauen. Aber ja, die zeigt sogar, die oben, die rechts, die Anzeige zeigt sogar, wenn ich das jetzt ducke, bin ich bei 55%. Wenn ich mich hinlege, bin ich bei 85%. Bin fast unsichtbar, wenn ich liege. Und wenn ich laufe, dann sinkt die Prozente auch. Auf 5% runter. Wenn ich im offenen Gebiet rumlaufe. Im Gras bei 30. Okay, cool.
An die Anzeige konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aber die ist cool, Das ist nice. Fun Fact: Krokodile haben eine der höchsten Beißkraft, aber deren Muskeln, um ihr Maul zu öffnen, sind so schwach, dass man deren Maul mit Klebeband zuhalten kann. Echt? Crazy. Und mit Snoop, frohes Neues und hi. Ja, so bei Formularen und so weiter, weißt du, dass man da Max Mustermann hinschreibt, so Beispielformulare und sowas. Oh, R1. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. Aber bei Leichen sagt man doch nicht Max Mustermann, oder? Na, so, die habt den gerade auch an. Stark. And grenades. Hast du auch die passende Hose Snake, dazu? your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? Wieso darf ich nicht The kämpfen? Major is right. Ein paar The Fäuste point of this verpassen. mission Ein paar is to Bomben. sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting camouflage from the survival viewer. Ja, das habe ich schon gerade The herausgefunden. uniform option lets Ich you bin halt pick your ein uniform, Menümensch, while ja. the face Ich option gehe ins lets you Menü und change guck your mir erstmal face Menü view. an, ja. Choosing Ich brauche dein camouflage that Tutorial blends nicht, in with your Boss. surroundings will help you conceal Ich yourself bereite more mich auf meine effectively. Mission vor, ja? Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be Gamergott, ja. spotted. But if you crawl instead, Es gibt dazu auch eine you should Hose, be ja. able to sneak by without being noticed. Aber ich denke mal, kannst du die heute nicht mehr kaufen im Lidl, ne? Sind schon weg. Vielleicht online noch, ne? You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. Eigentlich komplett oben ohne The durchspielen. higher the value, the harder you are to Weil spot einfach and geil. vice versa. Will Unterwäsche davon stark. The key is to make Würde yourself ich kaufen. one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Alles ist der Box gemampft, ja. Wo warst du, Mist? Du bist einfach verschwunden. So, Binokular habe ich ja hier, ne? So. Wie zoomt man? Ah, Dreieck. So, und die hier, die mit den roten, die sind halt super gefährlich, weil die, glaube ich, verpetzen immer. Wenn der zum Beispiel irgendwo eine Leiche sieht oder so, dann ruft er direkt Leute an. Und ich glaube, man konnte diese Walkie-Talkies sogar mit Waffen kaputt machen. Sodass die dann gar nicht anrufen konnten. Konnte man, glaube ich, auch. Okay, wir gehen full in Stealth-Chat. Ich lebe jetzt das Rambo-Life, okay? Ich gebe dir eine Minute, bis du auffliegst. Die Minute war noch nicht vorbei, okay? Ihr steht da einfach. Er hat halt einen Helm. Ich weiß gar nicht, ob das bei ihm funktioniert, wenn er einen Helm hat. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Der hat einen ziemlich... Obwohl, das ist nur eine Kapuze eigentlich. Eigentlich müsste die Nadel durch die Kapuze durchgehen, oder? Und Pichu Jesse, Dankeschön für 6 Monate. Er hat viel um die Ohren, arbeitsschultechnisch. Dauernd Teste gehabt und so. War viel krank, to be honest. Dezember war nicht so mein Monat. Oh, okay. Dann hoffe, dass jetzt besser wird, Mann. Kuss. Das spielst du so langsam als die vorigen? Nee. Das kannst du komplett wie Rambo durchspielen. Das habe ich zum Beispiel in meinem Playthrough gemacht, weil ich nicht stealthen konnte, weil ich die ganze Zeit erwischt wurde. Wenn du später so eine AK oder so bekommst, habe ich dann einfach so gespielt, dass ich einfach reingelaufen bin und einfach alle niedergemäht habe. Weil ich keine Geduld hatte.
Aber das ist halt, ne, wie bei jedem Stealth-Game, was ich spiele. Anfangs erstmal versuchen, das Spiel so zu spielen, wie das Spiel dir sagt, es gespielt werden will. Und wenn es dann nicht klappt, dann wird die AK rausgeholt. Ratatatatata. Vor allem, weil du hier in dem Teil richtig nice auch beim Laufen schießen konntest. Richtig geil. So ein bisschen Top-Down teilweise sogar, wie bei Metal Gear Solid 1. Und einfach durchlaufen den Ball. Und Dankeschön, Mrs. Noob, für 19 Monate Prime. Dankeschön, Dankeschön. Nee, hatte ich noch nicht. Sonst hätte ich ein Foto geschickt, Miss Noob. Aber ich hatte... Oh, da oben ist ein Baum. Mein Dezember war ziemlich... Mein Dezember, mein November, die waren ziemlich stressig. Ich könnte da auf den Baum klettern. Scheiße. Wo? Scheiße, da ist er. Ich bin noch im Stealth. Ich wurde nicht entdeckt. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, sind die in dem Teil super schnell wieder aufgewacht. Die sind super schnell aufgewacht. MK2-Munition. Man musste hier richtig vorsichtig sein. Kann ich kann auch hier klettern, ja doch. Ja, wenn es keine Zeugen gibt, hat mich keiner entdeckt. Ist jetzt so wie Rambo. Wenn jetzt unter mir jemand kommen würde, würde ich den voll wegmachen. Okay, wie klettere ich Bäume runter? Wie klettere ich? Ich weiß nicht, wie man Bäume klettert. Einfach wieder runterklettern. Ja. Hab ich doch schon, Amy. Am letzten Stream und in diesem Stream. Da ist ein Frosch! Schlange. Als ob hier noch jemand ist. Wo? Da. Da ist ein Frosch, Leute. Ich glaube, das war so ein Sammelgegenstand. Wie bei Resi-Spielen. Ah, Frosch. IR-Sicht, Infrarotsichtgerät, zeigt Wärmequellen, damit kann man im Dunkeln sehen, verbraucht Batterieleistung. Junge, dieser Batterieleistung. Echt, vielleicht spiele ich zu vorsichtig, was Batterie angeht. Und das ist gar nicht so schlimm. Da hinten ist noch einer. Moment, das ist der Typ mit dem Alarmding. Der läuft doch eine größere Runde, oder? Das ist noch ein anderer. Nein, bitte. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder am Anfang. Bin ich zurückgelaufen? Nein, ne? Nein, okay. Aber die machen auch Lärm. Ja, ich kann bestimmt damit Leute da anlocken, ne? R1. Bienen. Das Grinsen von ihm. Yeah. Hab dich. Hab dich. Da ist auch noch ein Apfel. Imker. Ach so. Rennt er jetzt weg?
Ist weggelaufen. Jetzt rennen die alle weg. Aber so gebückt. Oh jo, was ist das denn da unten, Leute? Das ist eine Waffe. Secret einfach. Wie die alle gebückt laufen. Kann ich das mitnehmen? Ich dachte, Pilze vielleicht mag unser Snake auch Pilze. Aber ich glaube, er mag nur Schlangen. Aber ja, aus dem Honig habe ich eine Salbe bekommen. Ui. Oh, Stamina. Geht auch beim Ding jetzt weg. Okay, gut. Ja, das stimmt. Das ergibt Sinn. Eine XM16E1. In Beobachtungsperspektive halten, um L1 aus der Schulter zu zielen. Mit Dreieck-Schussmodus wechseln. Mit X im Menü Schalldämpfer. Ich kann da auch einen Schalldämpfer draufsetzen? Ja. Wo ist die Waffe hin? Hä? Im mit Fernglas oder was? Hä? 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 Wo ist ein Froggo? Hier ist noch ein Froggo? Nein, oder? Leute, wo ist die Waffe hin? Ich hab den nirgendwo. Im Rucksack. Ach so, man muss dann die erst ausrüsten in dem Teil. Das hat die gesagt, ne? Stimmt. Ich habe nicht zugehört. Hier. Ja. Da ist sie. Das ist unsere Waffe, wenn nichts mehr funktioniert. Wenn Stealth nicht mehr funktioniert, ist das unsere Waffe. Als ob man da einen Schalldämpfer draufsetzen kann. Crazy. Männer halt. Ja. Meint, dass es in jedem Areal einen Froggo gibt. Ach so. Ich weiß halt nicht, wie das mit Areal gemeint ist. Also, das zählt doch jetzt alles noch hier zum selben Areal, oder? Sind die wiedergekommen? Als ob die genau jetzt wiederkommen. Ich stand hier viel zu lange. Ich habe viel zu lange hier rumgepimmelt. Scheiße. Hey Jason, was geht ab? Dim. Schlange! Da ist er. Aber hey, ich bin noch Stealth. Ich wurde noch nicht entdeckt. Kein Alarm. Ich spiele das Spiel wie eine richtige Stealth-Mission, okay? Bewegungsmelder. Nur vor mir ist einer. Da waren aber 3. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Der eine ist wieder über die Brücke. Der eine ist hier vorne. Und der andere ist irgendwie weg. Was wird?
So, wir sind endlich beim Gebäude angekommen. Boah, das Gebäude war damals... Ich glaube, bei dem Gebäude bin ich gebrochen. Ab dem Gebäude habe ich dann angefangen... I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. Diesmal schaffe ich das Gebäude zu stealthen, okay? I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be Challenge, careful. ja, lass Your Gamba mission machen. is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Chat, es gibt Do not Punkte. approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Ist der all? Understood. Beginning my approach to the target. Okay, lass Gamba machen, Chat. Wir machen eine Gamba für schafft Keggy. Okay, das ist zu lang. Ich darf nicht schafft Keggy schreiben. Mache ich schafft er? Schafft er ist auch zu lang. Schafft er zu... Ich habe 3 Zeichen zu viel. Schafft er zu Sokolov, ohne den Alarm auszulösen? Ich muss irgendwie Zeichen löschen. 3 Zeichen muss ich löschen. Wir machen schaffen mit einem F. Schafft er zu Sokolov ohne ich mache den weg. Und dann mache ich wieder F. Schafft er zu Sokolov, ohne Alarm auszulösen? Ja. Nein. So, gebt mir eure Punkte. Servus, mein erster Stream. Paul, was geht ab? Willkommen. Keggy's Delphi Boy oder nicht? Nee. Wir machen das so. So ist es verständlich. So versteht das ja jeder. Okay, ich spiele jetzt richtig vorsichtig, ja? Ich spiele richtig vorsichtig und geduldig, okay? Okay, hier ist so mit unmittelbarer Nähe niemand. Das heißt, wir können schnell in den Busch hier nebenan reinkriechen. Da hinten ist ein Typ. Okay, da hinten sind ein paar. Okay. Wie laufen die? Kommt gerade hinter mir jemand? Es klingt so, als würde jemand links kommen. Das ist jemand, der seit dem ersten Keggy-Stream dabei ist, weiß, dass es schlecht enden wird. Nee, du kennst nur den alten Keggy. Der neue Keggy, der 224 Keggy. Das ist ein Stealth-Genie. Das ist ein richtig geduldiger Junge. Hier steht einer. Hier steht einer. Der kommt jetzt aber nicht in den Busch rein, oder? Also wenn er da runterläuft, könnte ich ihn da vielleicht anschießen und schlafen legen. Und dann irgendwie um die Ecke da legen. Okay, das ist schon gut hier, ne? Okay, da vorne rechts ist irgendwo einer. Der kommt gerade auch in die Richtung.
Aber das sollten wir schaffen, wenn Snake jetzt endlich aufsteht. So, ich sehe ihn da über die Mauer. Da ist er. Seht ihr ihn? Da ist er. Wie viel Subs musst du dich verschenken, damit hier wird nicht reingerannt. Du kannst hier nicht schummeln. Du kannst hier keine Wette dir ergaunern. Wie viel Geld hast du? Nein, hier wird nicht geschummelt. Sonst würde die Gamba gar keinen Sinn machen. Wenn jetzt einfach jemand sagt, ja, ich gebe dir jetzt so und so viel Geld und du musst dann die Gamba verlieren. Ich habe so viel Geld, ich brauche, damit du reinrennst. Nein, wir werden die Gamba nicht kaputt machen. Wir können ja ein Gebot machen. Wer bietet mehr, dass ich es nicht mache? So! Warum spielst du nicht die überlegene 3DS-Version mit den 15 Frames? Die habe ich leider nicht. Ich habe einen 3DS, mit dem ich auch capturen kann. Aber ich habe das Spiel leider nicht auf dem 3DS. So. Und Chaos-Entchen, Dankeschön für 16 Monate, Mann. Und frohes Neues. Ich bin perfekt reingerutscht. Mit einer kompletten Reinigung meines Magens. Okay, der ist hier gerade irgendwo in der Nähe. Und hey Jan, was geht ab? Ich bin nicht geldgeil. Ich bin nicht geldgeil. Ich mag nur Geld, aber ich bin nicht geldgeil. Okay, ist wieder weg. Du bist einfach nur geil ohne das Geld. Ach so. Okay, was haltet ihr von diesem Loch hier? Aber da ist eine Waffe. Meint ihr, die kann man auch später holen? Ich weiß halt nicht, ob da jetzt in dem Gerümpel noch irgendwo einer rumläuft. Okay, dreht sich wieder um. Nee, der steht da hinten. Ich meinte, ich könnte ihn auch ausschalten. Das Ding ist, ich darf mir auch nicht zu viel Zeit lassen, ne? Da hinten ist einer. Nein! Als ob er hier wirklich reinkommt. Als ob er in den Busch kommt. Als ob er in den Busch kommt. Das ist doch Scam-Chat.
Schlange. Ja, chill mit ihren Granaten. Ich hätte das Loch, was da war. Ich hätte warten sollen, bis er an die Mauer kommt und dann durch das Loch durchkriechen, dass ich halt quasi hinter ihm stehe. Aber dann wäre ich wahrscheinlich da drin erwischt worden. Dann hätte ich mich da drin irgendwo gesehen. Ich dachte nicht, dass er mich so weit gesehen hat, dass ich sogar in den Busch reingelaufen bin. HQ. So gut. Das war eine gute Gamba. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and Ja, engage ist gut. Gute Gamba. Vor allem, ich glaube mich zu erinnern, dass man auch zu Sokolov nur reinkommt, wenn gerade kein Alarm ist. Ich glaube, du wirst nicht reingelassen. Also es startet nur eine Cutscene, wenn du, glaube ich, gerade ungesehen bist. Ich würde gerne eine Schlange essen. Hier unten, während ich hier liege. Schlange rein snacken. Ich habe noch Kalorienmate. Block. Noch nicht gegessen. Geschmack unbekannt. Noch nicht gegessen? Okay, man muss auch noch testen, was das ist, ne? Ja, Schlange schmeckt. Ist Snake Eater. Daisy. War ziemlich lecker. Stark. Warum habe ich wieder beliebt? Hey, ich bin weit gekommen, okay? Die Ratte hole ich mir. Ich war fast drin, ja? 177k gewonnen. Ach du Scheiße. Junge, wie lange das dauert, bis die sich wieder beruhigt haben. So lange kann ich ein bisschen Essen farmen, ne? Die Ratte stirbt, als wäre es Digimon auf der PS1. Halt wirklich. Oh nein. Halt wirklich. Das ist die Sterbeanimation. Mein Sukamon ist schon wieder gestorben. Man sieht an den Farben der Tiere, ob sie giftig sind oder nicht. Wie meinst du? Würdest du sagen, die Ratte ist giftig? Was für dich? Der Farbe nach? Wenn du welche ausschaltest, geht der Timer schneller runter. Ah, okay. Ja, wir sind jetzt schon fast bei 0. Ich warte noch die paar Sekunden ab. Ratte? Wir verschwenden ja die Zeit ja auch nicht ganz, weil wir sammeln ja ein bisschen Essen. Das ist auch wichtig. Neongelbe Ratten sind neongelb, um zu zeigen, dass sie neongelb sind. Achso. Ich dachte jetzt sowas wie, wenn es eine grüne Ratte ist, dann ist sie radioaktiv verseucht oder so. Also okay, solange es nicht zu viel ist, Dark. Das ist okay. Das geht noch. Wenn zu viel ist, sage ich Bescheid. Wenn sie grün ist, ist sie Gemüse. Stimmt. Fuck, was machen wir denn damit, ne? Grün steht ja auch für Gemüse und healthy, ne? Aber grün steht auch für radioverseucht. Fuck. Okay, gut. Dann lass uns noch eine Gamba machen. Dieselbe nochmal, Chat. Jetzt aber nur 1 Minute. Dieselbe Gamba nochmal. Let's go. Gemüse und healthy? Ew. Genau, und gelb ist entweder Pisse oder Banane. Ist halt auch schwierig, ne? Pisse ist nicht gesund, Banane ist geil.
Hier ist ein Zaun, ne? Da kommt keiner angelaufen plötzlich aus dem Nichts. Ich habe gerade einen Shotgun noch bekommen, by the way. Ich glaube, ich sollte nicht so krass sparsam mit meinem Schalldämpfer sein. Ich sollte schon gut draufhalten. Ich könnte hier aufs Dach, Leute. Okay, das ist geil. Er bleibt stehen. Auf dem Dach bestimmt eine richtig geile Position, oder? Wo gehen meine Punkte von der Gamba eigentlich hin? Ja, wenn du verlierst, dann geht's ja an die rüber, die gewonnen hat. Auf die Shotgun passt der Schalldämpfer auch drauf, ist das so? Wo ist die Shotgun? Ist die weg? Ach, hier ist die. Hat das Gewicht was auszusagen, Dark? Also, bin ich dann irgendwie langsamer? Bin ich dann irgendwie schneller? Werde ich dann eher erkannt? Auf die Schrotflinte kann man leider keinen Schalldämpfer draufsetzen. Schade. Nicht wirklich, okay. Ja, geh mal aufs Dach. Ich würde gerne aufs Dach, aber ich weiß nicht, ob das smart ist. Vielleicht habe ich Glück und niemand ist auf dem Dach. Und dann kann ich von oben alle schön wegsnipen. Dein Gewicht ist perfekt, keine Sorge. Ja, mein Gewicht ist perfekt, aber meine Form ist nicht perfekt. Ich habe einen dicken Bauch und bekomme langsam Man-Boobs. Das ist nicht Alpha. Das ist zwar kuschelig, aber nicht Alpha. Ab ins Schwach, scheiß auf Gym. Gibt Wichtigeres, als Muckis zu haben. So, den sieht hier niemand. So, ich will mal kurz probieren, ob das ging. Dass man diese Dinger kaputt machen konnte. Okay, es sieht so aus, als würde ich nicht treffen. Aber ich ziele voll drauf. Doch, es geht kaputt, okay. Das heißt, wenn er jetzt aufsteht, könnte er keinen Alarm rufen. Er klettert automatisch hoch, er bleibt dabei nicht mal stehen. Ich dachte, ich habe kurz einen Moment, dass ich so selber ganz langsam hochklettern kann und mich dann umschauen kann. Nö, er schläft noch. Ihm geht's noch gut. So, da unten ist einer. Jetzt ist der Tamagotchi für immer verloren. So, wir müssen da, zu dieser Tür müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach so runterjumpen kann. Das sind auf jeden Fall auch Spinde und ich weiß, dass bei den Spinnen auch irgendwie geiler Loot war oder so. Okay, warte, wir sind jetzt auf dem Dach, ne? Tarnung. Splitter ist besser hier auf dem Dach, okay. Uniform ist Rot und Rinde, besser sogar. Ui, Rot, Leute.
So. Oh mein Gott, bitte, erschreck mich doch nicht so. Junge, ich kack mir ein. Er rutscht einfach ab. Da ist ja noch einer. Der ist aber noch nicht gesehen. Ich weiß, es ist ein bisschen gefährlich, Chat, weil ich muss hier eigentlich nicht hin. Aber ich will noch Loot. Ist für die Belieber ein bisschen doof gerade? Ich könnte schwören, in den Spinden war was drin. Da ist nichts drin. Ich könnte schwören, da war was drin. Willst du mal einen überfallen? Was ist das? Also, ja, schon klar, was das Wort überfallen bedeutet, aber. Chat, ich hab's geschafft! You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Aber Dach war eine gute Entscheidung. Dach war gut. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. Kann ich auch Kamera bewegen? Hier nicht, nee. But we've got no time for this. Doch. You have to get me out of here before they arrive. Ich kann zoomen. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. Thunderbolt! Thunderbolt! He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the Nee, das war motherland. Lightning Bolt. Lightning Bolt! Ever since the Cuban Lightning Missile Bolt! Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. Geile Namen. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB 812, known as the Granin Design. Wie soll ich mir das alles merken? To further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Der Volgin. Hieß nicht auch so der Bär aus League of Legends?
The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Ja, Volleybär, das gleiche. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Schreit Volleybär immer I am the storm. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Ich glaube, hier kommt aber jemand anderes. Jemand Cooles, wenn ich mich erinnere. Your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Ach, reden die quasi gerade Russisch? Is that so? Aber wir verstehen sie als Englisch. America is truly a Englisch, ja. frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Es ist eine bekannte Voiceline von ihm. Ah, okay. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a Sie ist week. wieder verschwunden. Just hurry and get Wir sehen uns in Sokolov 5 Jahren wieder. Fuck you, Boss. Man sieht ihn gar nicht. Er ist mit seinen roten Klamotten vor dieser roten Mauer. Du erkennst ihn gar nicht. Er ist einfach unsichtbar. Hey, mach den Schalldämpfer wieder drauf, Snake. Er hat den Schalldämpfer abgesetzt. Was macht der dann? Ninjutsus? Was macht? Rasengan! Erwischt. Die haben ihn alle in der Falle. Der ist da voll drin. Ja, scheiße. So this is the legendary boss. Da ist er, Chat. Wer könnte das sein in seinen jungen Jahren? Ich konnte gerade R1 drücken. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Die Ocelot-Einheit. Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Euer gehört zu Volgin? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Wäre geil, wenn sie jetzt wirklich alle Russisch sprechen würden. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Was ist denn eine Gestik eigentlich? Wie sie alle nicht schießen! Wie sie alle nicht schießen!
Ja! Genau, mit Abprall. Aber gut, hat er auch Metal Gear Solid 1 gemacht im Bosskampf. Da sind seine Schüsse auch abgeprallt und haben Snake getroffen. Stimmt. Hat er auch schon gemacht. Nur halt nicht in der Cutscene, ne? Ja, halt, wie willst du sowas dodgen? Halt wirklich. Achso, wir haben es nur verlangsamt gesehen. Ah, okay. Für die anderen ist eine halbe Sekunde vorbeigegangen. Even if it is for the crew. Sokolov, take cover. You're not the boss, are you? Was ist eigentlich mit Ocelot los? Wieso war er als junger Bursche so? Er ist ja wirklich ein Ocelot. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. Das ist XQC-Stellung. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Jetzt macht doch nicht so viel Lärm. Ich kommen die ganzen Russen. Was macht der Typ da hinten eigentlich? Yeah. Das hat er alles von The Boss gelernt. Was ist mit ihm? Ach, der wurde angeschossen. Ach, deshalb. Ich dachte, was geht denn mit ihm? Ja, nicht XQC. QCQ. Closed Combat Quarter halt. CQC. Close Quarter Combat. CQC, so. Da ist die eine Patrone, die irgendwie hängen geblieben ist. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. Oh. That's more of a revolver technique. Oh! You filthy American dog! Er bringt ihn überhaupt erstmal auf den Revolver. Er bringt ihn auf den scheiß Revolver. Weil in den späteren Zeiten hat er immer einen fucking Revolver in der Hand und keine Automatikpistole. Und heißt ja auch Revolver-Ocelot. You're pretty good. Pretty good. Scheiß Finger. Wie meinst du raffst die Szene bis heute nicht? Inwiefern? Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Snags. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him.
We're counting on you. Halbstarker. Ja, du darfst das ganze Movement halt, musst du halt als Zeitlupe quasi sehen. Die anderen sehen das alle so ganz langsam. Ganz schnell. Aber du musst dir das richtig, richtig langsam vorstellen. Hat er irgendwas Anlutiges am Start? Anlutiges. Blut. Mausefalle! Warum hat Ocelot einfach so verkackt? Ja, weil er hier noch ein junger Bub ist. Der ist hier noch nicht so krass. Und der hat keinen Revolver benutzt. War hier nicht noch ein Typ? Ist der jetzt auch weg? Hey Melzer, was geht ab? Ich hoffe, ich habe hier nichts Wichtiges übersehen und liegen gelassen an Items. Nicht hier? Ocelot war Furry, bevor es cool war. Vor allem lustig ist, der heißt ja auch, sein Voice Actor heißt Josh Keaton. Und Keaton ist ein Furry-Charakter aus Fire Emblem. So schließt sich der Kreis. Ich glaube, ich habe leichte Internetprobleme. Nee, der hat sich wirklich so schnell bewegt, Nico. Das war kein Lag. Snake hat sich wirklich so krass schnell bewegt. Keaton mit EA, also Englisch. Keaton. Und in Fire Emblem Vermächtnis, Offenbarung und so gibt es einen Wolf, der so heißt. Und das ist ja so auch so ein Furry-Charakter. Und Ocelot ist auch ein Furry. Also, perfekt. Und Cherry Milk, Dankeschön für 5 Monate. Der Stream lädt einfach manchmal, schon durchgehend die ganze Zeit oder gerade erst nur? Bei mir ist nichts irgendwie. Am PC, ja, am Handy geht alles. Mein OBS sagt mir auch nicht, dass ich irgendwie lagge oder so. Oh. Ist das schon länger so? Die ganze Zeit? Ich denke mal, Twitch hat gerade Probleme. Weil laut mir ist alles in Ordnung. Der muss an Twitch liegen. Also wollen wir, dass ich jetzt hier wieder zurückgehe? Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Seit Defense Stream Ministry's Beginn? General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are using the GRU? That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Oder er ist einfach wieder Sokolov is off reingelaufen in in, the das, direction of the rope bridge. in den einen Get after Scheißraum. him. Nee, Hurry. die Richtung Hängebrücke, okay. Ich dachte schon. Ja, ich weiß nicht, läuft gerade irgendwie ein großes Twitch-Event vielleicht oder so? Ich kann mal kurz auf Twitch Inspector noch gehen, was der mir sagt. Läuft gerade irgendein großes Event? Nee, Emmy, wenn es bei allen so ist oder bei vielen Leuten so ist, dann liegt es ja nicht an dir. Laut Twitch Inspector auch. Seit Streamstart keine Probleme. Also muss es wirklich irgendwie an Twitch liegen. Vor allem, wenn das nur so ein paar Leute haben, dann ein paar Leute nicht. Manche nur an bestimmten Geräten, dann wieder nicht. Klingt schon nach einem Twitch-Problem.
Weil wenn es an mir liegen würde, dann würden ja alle das haben jetzt. Und nicht nur so ein paar. Und dann auch nur auf bestimmten Geräten. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Da ist er. Es gab doch hier ein Metal Gear schon. Ich kann mich nicht mehr erinnern. That's what they were making you build. Junge, 1964. The Shagohod. Natürlich. Der Shagohod. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh yes. And without support from friendly units. A nuclear. Ich würde dir so empfehlen, Posi Christi, einfach nach der Reihenfolge zu spielen. Nicht nach Timeline oder so. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. Age of I Fear. had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Dabei ist er der Vater von Utakon? They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Und hey, Angelo. Ich würde sagen, dass eher Internetprobleme dran liegen. Ja, aber dann habt ihr alle dieselbe Leitung oder was? Die das Problem haben. Sind es jetzt zufällig alles Vodafone-Leute? The Boss. Sie ist nicht verschwunden, da ist sie wieder. Bei mir funktioniert. Ja, Jules hat schon mal kein Vodafone. The Boss. Laurie Allen. Boss? Als ob der Koffer so schwer ist. Ja, okay, was ist da drin? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Ich glaube, ich habe echt Vodafone. Ja, perfekt. Junge, die Insekten. Hornets. Hornissen. Junge, wer ist der denn? Einfach Wham! Auch mit Hornissen. Das ist Horny Wham! Ah ne, der Typ ist mit dem Westen am Start. Okay, wir lernen jetzt die Freaks dieses Spiels kennen. Wir haben schon mal irgendeinen Typen, der Hornissen kontrollieren kann. Irgendeinen Typ mit einer Schlangenzunge. Das ist Wolgen wahrscheinlich. Der so aussieht wie aus Tekken. My Der Bruce. friends, let us fight together again. I have waited long for this day. Die Stimme. We will fight with you once more. Welcome back, Und das ist die End. boss. Now that all Okay. 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself.
Ja, wirklich so eine It's raining blood. Kraft zu haben, dass man Hornissen kontrollieren kann, ist schon gruselig. Is he crying? Der ist noch ein Freak. Der hat den Ultra-Stealth. Kuwabara. Und das ist das Wolgin. Das ist bestimmt Wolgin eher, ne? Kurabara. Er kann immer nur ein Wort sagen. Kurabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome Ja, es to ist my Wolgin. country. And to my unit. Das ist diesmal echt viele, ne? Wolgin, Boss, die Ent, Vampir, Insekten, I'm defecting to the Soviet Ocelot. Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. Rückstoßfreier Nuklearsprung. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Er ist ja wirklich so ein bisschen Cyborg-mäßig, wie der in Tekken. Bruce heißt er, glaube ich, oder? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. Ach so. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Jo. Jo, hat er gar nicht gecheckt. Den habe ich nicht kommen sehen. He's seen my face. Das war XQC auf ganz hohem Level. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Die ist so krass, Mann. Das Bandana. Er hat's mitgenommen. Junge, sie wirft ihn einfach mit einer Hand aus dem Stand. Einfach darüber. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Shagohod. Ja, das sind die Freaks dieses Teiles. In jedem Teil gibt es ja so eine Freak-Gruppe. Und das sind jetzt die Freaks. Drift away. Wurden uns alle My kurz place is vorgestellt. open now. Das sind schon heftige Freaks, ja. Die Urfreaks. Ja, juckt. Das überlebt er schon. Das ist doch unsere Schlange. Ja, das war echt eine geile Cutscene, das stimmt. Und den Samnia, Dankeschön. Für 10 Monate.
Ob schmecke die Schmuck. Dankeschön. Alarm. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. Jetzt kommt die Wundenmechanik. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Ich habe die Tage zum ersten Mal mit MGS Stay with angefangen. me. I've seen Nice. people in worse Und? shape before. Wie war? Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. Tutorial! First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine Regen in with the 4 Tagen. item Bei window mir war button heute geil and surgical Sonnenschein. treatment using the Junge, es war so weapon window nice. button. Es hat sich so gut angefühlt, Your injuries include a fractured einfach left Sonnenschein elbow zu and haben. rib bone, Er hat richtig and reingescheint lacerations ins on your upper Zimmer. arms, War richtig right nice. elbow and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Nee, noch ist er nicht Move solid. the healing cursor with the left stick to the affected Das part hier, of your der body. Snake heißt hier Naked Snake. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a Ja, bone die fracture, Steuerung ist ein bisschen first secure weird, the das affected stimmt. area with a fastener and then rapidly Aber alle bandage. Teile haben so eine That should komische do it. Steuerung. Erst ab dem 4. For lacerations, ist you'll die need Steuerung so, disinfectant wie to man clean es the aus wound, sutures to stitch it up, heutigen stick tape to slow the flow of blood, Third-Person-Shootern and kennt. bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Ja, ich mach das schon. Stay with Ich hab mal Go Erste into Hilfe the gemacht. survival 2-mal and Erste treat Hilfe those gemacht. Ich schaff wounds. das schon. Er liegt da einfach. Help me, I'm dying. Help me. Okay, dann lass uns verarzten. So, wir haben Schnittwunde, Beschwerde, schlimme Schnittwunde, kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Wir haben sehr viele Verletzungen. Also wir haben hier oben eine Schnittwunde. Wir haben hier einen Knochenbruch. Wir haben da oben auch noch eine Schnittwunde. Hier haben wir einen Knochenbruch. Hier haben wir einen Knochenbruch. Hier eine Schnittwunde. Und hier eine Schnittwunde. Let's fucking go. Knochenbruch, kein Verband angelegt. Okay. Operation. Wir brauchen ein Verband. Mit Schiene. Hier. Schiene. Verband. Zack. Ich habe Angst vor den nächsten Wochen. Anscheinend soll bei mir minus 5 Grad am Tag und minus 15 Grad in der Nacht werden. Also kommt der Winter nochmal zurück? Und Banjo, danke für 3 Monate. Und Pillenpaul, danke für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Hab nur Rising Revengeance gezockt. Also bin ich ein ziemlicher Pro im Franchise. Ja, das reicht. Hast du den besten Teil gespielt? Nee, auf gar keinen Fall. Du hast die geilen Teile verpasst, alle. Der ist genauso im Arsch. Nein, mein PC ist nicht so im Arsch. Mein PC hat keine Knöchelbrüche. Mein PC ist vollkommen in Ordnung. So, da müssen wir jetzt desinfizieren. Desinfizieren. Dann wollen wir die Blutung stoppen. Dann wollen wir die Wunde zunähen. Und dann wollen wir die Wunde verbinden. Junge, ich bin einfach Arzt. Und dasselbe jetzt noch da. Desinfizieren. Zack, zack, zack. Fucking Kojima, Alter. Was war eigentlich dein scheiß Problem? Könntest du nicht einfach normale Spiele machen?
Stück Tofu? Jetstream Sam ist cool, aber es gibt so viele coolere Charaktere. Wie zum Beispiel Revolver Ocelot. Also die minus 15 Grad können kommen. Ich habe eine Wärmeflasche, ich habe Kuschelsocken, ich habe einen geilen Deckenpullover. Der Winter kann kommen. Ja, momentan noch Pistolen, Ocelot. Er benutzt ihr Bandana als Armschütze. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Oh, R1. Kann ich irgendwas sehen? Mann, ich darf das nicht verpassen. Ich muss in der Cutscene darf ich nie das Gamepad loslassen. Ich habe aber bei der Ocelot irgendwas verpasst, dass ich da R1 drücken musste. Die haben den Sugar dort aufgehoben. Sugarhot. Shagahot. Nenn ihn doch einfach Metal Gear. So ein guter Name. Tschüss. Wieso eigentlich Handschuhe, wo nur die 3 Finger offen sind? Wieso nur diese 3 Finger und nicht die 2? Oder ist es wichtig, dass die 2 verschlossen bleiben? Ist es so besser, den Trigger abzudrücken? Oder wieso? Für Smartphones. Ja, für Smartphones brauchst du nur Daumen und nicht 3 Finger. Er kann nicht loslassen. Wie konnte ich für diesen Kampf verlieren? Beim Patroneneinsetzen der Grip. Ja, die beiden Finger ja, aber wieso der noch? Wieso der Mittelfinger noch? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Dann hätte man auch die... Ach stimmt, Ocelot hat ja einen guten Geruch gehabt, ne? Da war ja was, ne? What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Sie gehört zu Sokolov im Englischen. She's Sokolov's woman. Einfach der Boss mit der Brille. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Ui. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Sponk. Ja, Wolke hat auf jeden Fall Riz. Die ist jetzt hin und weg. Verliebt. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Ocelot, non so ein Süßer.
Noch so ein Süßer hier, ne? Der schießt einfach aus dem Helikopter eine Nuke. Yo! An welche Szene, John? An die Explosion hier oder dran was? Yo! Ist ja wirklich eine fucking Nuke. Die haben Russland weggenukt. Ich hoffe, mein FBI-Agent ist gerade nicht im Stream und schickt gleich irgendwie Daten, dass ich hier gerade diese Wörter in einem Satz verwendet habe. Sonst steht gleich das KGB bei mir vor der Tür. Wow! Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht! Ist komplett abgerissen! Ist komplett rausgerissen! Das ist eine Lehne, ja! Chat, seid ihr bereit? Oh nein, ich hab die Kopfhörer rausgesteckt. Ich verpasse es. Hab ich's verpasst? Snake Eater! You go through the rain. Someday you'll feed on a tree frog. Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht. The trial to survive. For the day we see new life. In my life, not for honor. So ein geiler Song, Mann. Einfach geiles Intro. Jetzt wurde 3070, es geht alles kaputt, ja. Jamie. Snake Eater! Was zum Fick kennst du da? Guck dir den Clip an! Snake Eater! Geiler Song. Jetzt habe ich zu diesem Song eine besondere Verbindung, Chat. Bei diesem Song habe ich meinen Stuhl gerippt. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply. Aber haben die jetzt verpetzt? Also haben die jetzt gesagt, hat jetzt Wolgan wirklich Russland gesagt, dass die Amis die Nuke gezündet haben? Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons.
Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. Okay. If you fail, you'll be back in a hospital bed again. Weil er hat ja gerade gesagt, nicht wir drücken auf den Knopf, sondern ne, die Amis drücken auf den Knopf. Und jetzt ist also Zeit vergangen. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one. Ich kann gleich genau auf meinen Stuhl eingehen, okay, Chat? Wir müssen kurz die Katzen abwarten. Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Oh man. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Bigger? Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. Okay, Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. Der Stuhl funktioniert ja noch, ist nur die Lehne. I am to survive this crisis. Noch brauche ich keinen neuen Stuhl. Have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. The boss. So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Das ist sein Name, ganzer Name. Volgin. Boris. Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to PC geht noch an, Stuhl rollt noch, also hey. In Russia, you know her as Voyevoda. Voyevoda. The Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's War aber nur eine kleine range Nuke, keine große Nuke. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. Aber er hat ja auch gesagt, ne, das ist eine Nuke ohne Rückstoß. Hat er auf der Brücke gesagt, ne? So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen?
It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. Wir waren Scouten? That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Aber ja, You dann have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. dadurch, dass ja jetzt das auf die Amis geschoben wird, ist seine Regierung halt noch mehr am Wackeln, ne? Yes, preferably something painful. Jetzt können die ihn erst recht noch leichter putschen. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. Ciao. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction. Brezhnev. To topple my government. Ja, wer soll sich das alles merken? You have only 1 week. So viele Begriffe, so viele Namen. Do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Armageddon kommt dann. Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. Ja. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion. Er hat nicht Nein gesagt. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. Chillig. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear Paar Jahre nach dem conflict, Zweiten we have to Weltkrieg prove direkt der that America was not dritte. involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Leb wohl, du schöne Welt, der Untertitel, Alter. Und Zombie Panda, frohes Neues. Nein. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I Ich can bin talk nicht to each connected. other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? Ui, wer war There was das a defection denn? in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Fucking Snake, ey. Precisely. Since then, they've apparently been training Sogar sein echtes Ich damals. this kind of situation. Their code names are Adam and War schon so drauf. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Achso. Gab es solche Geräte schon 1964? Hatten die da überhaupt schon Autos gehabt? Ich weiß absolut nichts mehr vom politischen Thema, merke ich gerade. Ja, dann, das ist ein nicer Replay auch für dich. Was ist passiert? Hab ich gerade aus Versehen geskippt? Damals gab es ja auch keine Elektromenschen oder Hornisten mehr. Du kennst ja noch nicht, wieso die so sind. Der ist vielleicht gar kein, der ist ja wahrscheinlich kein Cyborg oder so. Er hat irgendwie nur irgendeine Batterie dabei oder so. Und der Hornistenmensch hat die wahrscheinlich einfach nur mit irgendwie, mit einem Serum oder so, hat er drauf gespritzt und dann kommen die da alle angeflogen. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake,
Let's go over your mission objectives one more time. Ich habe den Teil Rescue gespielt Sokolov. vor 4 Jahren oder so. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Oh! Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my code. Da It fliegt turns out Tom los. wasn't the most auspicious choice. What do you Losgelöst. mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Verpasst. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan. But the der Nazis Film. find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Oh. Tom was one of the unlucky tunnels that was discovered by the Nazis before Oh. it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? Major Harry. You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the virtual Stellt sie sich jetzt auch nochmal neu vor? 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. Machen wir. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, Who are the Patriots? And Lali Lule Lo. Lali Lulelo. Da sind wir wieder. Gotcha. Da, Chat. You've been equipped with a 45. Das gibt's schon seit den Be 60ern. careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep Ja, that in wenn mind sonst and nicht ist, proceed with kein extreme Druck. caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Snake Eater. Nice. Okay, jetzt können wir endlich zum Stuhl kommen. Doch, der Name Snake Eater hat ja einen krassen Sinn. Und zwar die Cobra-Einheit von The Boss heißt ja Cobra-Einheit. Und er ist jetzt hier, um diese Schlange zu essen. Deshalb Snake Eater. That's the name, Digga. That's the name. Und hey, Ziel, was geht ab? Oh mein Gott, ich wollte schon greifen, aber es gibt nicht. Lali Luli Low ist immer noch so stark, ja. Also Chat. Wir haben hier diesen Stuhl. Le Stuhl.
Der hat hier eine Lehne. Lehnstuhl. Lehnstuhl hat aber auf der Seite keine Lehne mehr. Weil ich gerade diese Lehne benutzt habe, um mich abzulehnen. Und dann ist das Ding einfach abgerissen. Und das ist nicht irgendwie, die Schrauben sind oder so ab, sondern hier waren ja die Schrauben. Das ist komplett rausgerissen. Ich kann das nicht mal wieder dran machen. Der Stuhl ist RIP. Den habe ich aber auch schon echt ewig. Es fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, dass ich jetzt hier keinen Arm ablegen kann. Fühlt sich ungewohnt an. Ich habe schon sehr oft überlegt, die Armlehnen wegzumachen, damit ich besser unter den Tisch passe. Und so habe ich schon öfter überlegt, die abzuschrauben, aber habe ich nie gemacht. Jetzt brauche ich sie gar nicht abschrauben. Jetzt muss noch der andere kaputt gehen. Und dann habe ich alle Lehnen weg. Perfekt. Aber fühlt sich jetzt komisch an, wenn der Arm jetzt so runterhängt. Meinst du, das hat wirklich jemand angesägt? Scheiße. Mir wurde einfach eine Falle gestellt. Jase und Richie waren hier. Einer von den beiden. Als ich geschlafen habe, haben sie es angesägt. Aber ich glaube, ich lege hauptsächlich immer den Arm beim Spielen ab. Nee, ich lege auch den ab. Scheiße. Scheiße, ich glaube, Panzertape bringt da auch nicht viel. Ja, vielleicht wird es langsam um Zeit für einen neuen Stuhl, Chat. Ich habe den Stuhl schon echt lange. Ich habe den Stuhl schon seit, keine Ahnung, 6, 7 Jahren oder so. Vielleicht wird es wirklich langsam Zeit für einen neuen Stuhl. Er gibt langsam den Geist auf. Vielleicht kaufe ich mir diesmal einen richtig coolen, gesunden Stuhl für den Rücken oder so. Ich erinnere mich noch, wo du auf YouTube einfach einen alten Office-Stuhl aus dem Bildschirm geworfen hast und dich über deinen neuen Stuhl gefreut hast. Ja, das war dieser Stuhl hier. Das war hier der neue. Nee, auf keinen Fall Klappstuhl. Auf gar keinen Fall. Das war hier der neue damals. Und das ist ja schon irgendwie 6 Jahre her oder so, das Video. Sie ist positiv, du kannst dich nicht mehr beim Abrutschen verletzen. Das stimmt, du hast recht. Du hast recht. Da hast du einen Punkt. Ich bin ja auch sogar mit dem letztens beim letzten Stream abgerutscht und hab mir wehgetan, ne? Aber ich will mal kurz noch mal den Clip sehen. Wie sah das denn im Stream aus? Wow! Zur Musik auch noch. Warte, ich gehe mal auf die andere Seite. Wow! Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht! Danke. What a thrill! Mein Beileid mit dem Stuhl. Xuns Neues und hierfür nen neuen Stuhl. Oder zumindest Klebstoff für die Lehne. Dankeschön, Fatality, für die 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Da wird nichts geklebt. Wow! Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht! Ist komplett abgerissen! The darkness inside me. Junge. Die Musik einfach perfekt. Oh Mann, ey. Ja, schade. Schade. Hat lange gehalten, der Stuhl. Mal gucken, was als nächstes kaputt geht. Ich hoffe nicht die Feder, die unten platzt und dann durch mich durchschießt. Ich hoffe nicht. Okay, was haben wir denn? Haben wir neue Bemalungen? Irgendwas Neues hier? Schwarz. Blackfacing. Den cancel ich, den Hurensohn. Okay, was haben wir für Waffen am Start? Wieder wie beim letzten Mal. Ja, diesmal eine Blendgranate sogar noch dabei. Aber sehe ich das richtig? Kein Schalldämpfer. Jetzt. Okay.
das Geräusch. Dein Stuhl wollte dir nur sagen, dass du letztes Jahr zu viel Essen bestellt hast. Das habe ich mir auch schon selber gesagt, ja? Der braucht der Stuhl mir das nicht auch noch zu sagen. Das mir Ende des Jahres passiert, dass die Feder kaputt gegangen ist. Aber die ist nicht durchgeschossen, oder? Also die Gasdruckfeder, das kann ja angeblich, kann die ja so platzen und dann durch den Stuhl durchfliegen, weil die so viel Power hat. Und wenn du da drauf sitzt, dann kann das wehtun. Sind hier schon Leute? Da ist ein Orchkratzelschweif. Das ist ein Flughörnchen. Ich wusste nicht, dass mein Stuhl mich anal überraschen kann. Ja, ich weiß auch nicht, ob das echt ist, was Dashke da immer erzählt, oder ob das so eine Urban Myth ist, sowas wie, dass Leute rumerzählen von wegen, pro Jahr essen Menschen 10 Spinnen im Schlaf. Oder so, was ja auch Bullshit ist. Weil es so eine Fake-Studie war. Und vielleicht ist das mit dem Stuhl auch so, das gibt's gar nicht. Die Druckfeder kann da nicht einfach rausfliegen und dich anal penetrieren und in 2 Teile teilen. Das geht gar nicht. Dashke lügt. Nee, das kann wirklich passieren. Kannst du googeln? Nö, glaube ich nicht. Ich habe davon noch nie gehört. Ja, dann habe ich jetzt eine neue Angst in dir getriggert vielleicht. Der Frosch. Einfach zur Vorsicht, jedes Mal, wenn man auf dem Stuhl sitzt, sich mit Gleitcreme einschmieren. Genau. Dремучий Nord. Dann werd überrascht, wenn du... Auch wenn, wie soll ich mich dagegen wehren? Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ganz schön dunkel hier, oder? Diese ganzen Geräusche in den Büschen, ich denke immer, da sind irgendwelche Soldaten unterwegs. Aber das sind irgendwelche Schlangen oder so, oder Eichhörnchen. Eater. Vielleicht kommen hier irgendwo random Typen mir entgegengelaufen. Da ist eine Schlange oben. Zack. Habe ich gerade ein scheiß Pferd gehört? Ich habe gerade ein scheiß Pferd gehört, oder? Ja, das war das originale Viren aus OOT, genau. Aus dem Intro. Let's go. Ein kleiner Ritt. Looks like death wasn't ready for you yet. Sie hat ihn einfach direkt wieder entdeckt. Boss. That arm still hurt? Mit seiner Clownsmaske. What are you doing? Schminke. Aber er hat ihr Bandana. Und sie ist immer noch krasser als er. Go home. Nicht der Arm, bitte. Bitte nicht der Arm schon wieder. Bitte nicht den Arm, komm schon. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed.
boss. Mann, musst ihn immer wieder hinlegen. I'm not your boss anymore. Aber There's nothing for you here. er kennt deinen anderen Namen nicht. Du heißt für ihn The Boss. Immer The Go Boss. home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Ja, es hat schon Bumm gemacht. Du kannst aufhören. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Die ist so cool, Mann. Wieso ist diese Frau so cool? Ja, eins. Oh, da schon wieder der The Typ, border Mann. is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Immer dieser unsichtbare Typ. Why'd you defect? Yep, Ecki Erbse, das ist der Teil. I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Ja, die Kugeln sind nur so geflogen, weil er die Waffe so vorher so gezogen hat. Damit die Patronen Spin haben. Or your personal feelings. You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Ich werde dich besiegen. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Ah, Mann! If we meet again, I'll kill you. Now. Ich habe mich schon gefreut, dass sie mir diesmal nicht wehtut. Ah, super. Muss ich mich wieder verarzten? This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ja, ich muss jetzt mehr darauf achten, in Gesprächen die Fotos zu wechseln, wenn es dann eine neue Zahl gibt. Ja, wie sieht's? Meine Hand scheint völlig in Ordnung zu sein. Da kommen jetzt einfach alle. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Was für HQ, Mann? Die haben mich doch nicht gesehen, oder? Die kommen wegen dem Feuer, oder? Die kommen wegen dem Feuer, oder? So bin ich komplett unsichtbar, Chat, weil es gerade Nacht ist. Ich sehe dich. Was? We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ich hoffe, der Alarm ist jetzt nicht wirklich losgegangen, weil sie mich gesehen haben, sondern ich hoffe wegen der Drohne, die da liegt.
Wie schnell haben sie ein Foto gemacht, wie Snake seinen Arsch versohlt bekommt. Diese Fotos werden nach der Mission gelöscht. Ich hoffe, die gehen jetzt. Ach, die hat meine Pistole kaputt gemacht, Chat. Ich habe jetzt gar keine Waffe mehr. Scheiße. Und Daniel, Dankeschön für 20 Monate. Viel Spaß mit den 50%. Nein, mit den 70. Ja, Jungs, geht ja irgendwann? Okay, gut. Ich habe ja oben einen Timer, ne? Wann die gehen. Aber ich bin zu 95% bin ich unsichtbar. Nee, die hat bestimmt die Pistole sogar kaputt gemacht oder so. Ich hab da sogar extra einen Schalldämpfer drauf gemacht. Cool, alles. Nice, nice, nice. Ich hoffe, ich krieg den Schalldämpfer zurück. Der Prime-Sub ist immer 50-50. Nö, laut dem Shit, der da dran stand, meine ich, stand da auch Prime-Subs. Moment. Oh, ich habe OnlyFans-Werbung. Sick. Hier steht. War das, wo habe ich das in Klammern gelesen? Nee, du hast recht, ich habe das falsch rum gelesen. Abgesehen von Prime-Abonnenten, ja. Ah, was ich gelesen habe ist, diese 70-30-Regelung geht ja nur bis 100k. Sobald ich 100k verdient habe, was niemals in meinem Leben passieren wird, geht der Vertrag wieder zurück auf 50-50 für alle Subs. Und dann steht da in Klammern einschließlich Prime- und Geschenkabos. Und ich dachte mir, das war darauf gemeint, dass die 70-30 kosten. Aber das ist damit gemeint, dass wenn runtergeht auf 50-50, dann auch Geschenkabos und Prime-Subs. Ja, verwirrt. Aber ja. Okay. Sind die jetzt weg? Und hey, Leon, was geht ab? Der hat mich nicht gesehen. Der Stream bleibt online, ja. Ansonsten kommt er auch auf YouTube später. So, Dark, bist du noch da? Wie raube ich die aus? Wie überfalle ich die? Ja, steh doch auf. Steh doch auf. Ich kann nicht kämpfen. Ich kann nicht kämpfen. Hey, wie kämpfe ich denn? Wie kämpfe ich denn? Ach, mit Kreis. Ja, ich habe ein Problem. Wo kommen die Jungs? Ich hoffe, die sehen mich hier nicht. 95% unsichtbar. Da kommen sie. Is that him? Nein. I see him. Ich bin vergiftet oder so. Ich habe lila Punkte über dem Kopf. Irgendwas hat mich vergiftet. Ich habe den Ausgang irgendwo übersehen.
So, wie kümmere ich mich um Gift? Heilmittel. Ich habe eine Schusswunde. Ich habe eine Vergiftung. Serum injizieren. Haben wir Serum? Salbe, Zigarre? Ich habe kein Serum, Leute. Ich werde an Gift sterben. Schnittwunde. Ich werde wohl sterben. Schade. Schade. Schusswunde. Schusswunde hatten wir noch nicht gehabt, oder? Muss ja nicht jetzt so mit dem Messer so ein Ding rausholen. Genau, ich muss mit dem Messer erst die Patrone rausholen. Das dann desinfizieren. Dann so ein Druckverband. Dann zunähen und dann bam. Okay, Chirurg. Nur das Gift werde ich jetzt nicht los. Moment, hier ist Medizin auf der anderen Seite. Ja, ja, hier. Das ist hinter der Cam, das seht ihr gar nicht. Serum. Okay. Und dann gönnen wir uns noch irgendwie so eine Schlange, Alter. That's tasty. That's tasty. Oh, Junge. Halt dich fest, du musst sie mit 3 Halten greifen. Danach darfst du Kreis, aber nur ganz leicht drücken. Wenn du zu doll drückst, tötest du sie nämlich mit direkt. Was meinst du, ich muss sie mit 3 halten? Achso, ich gehe ran, halte sie mit Kreis. Moment. Also darf ich schon beim ersten... Also ich muss Kreis drücken, damit ich ihn festhalte. Aber zählt dann schon ab da das Halten? Darf ich da schon nicht ganz durchdrücken? Ich weiß gar nicht, ob das bei der PS5 geht. Oder ob das so ein PS3-Ding war. What's wrong? Ich habe, glaube ich, zu stark Kreis gehalten, oder? Den hat's ja komplett umgehauen. Ja, ich habe ihn nur bewusstlos gehauen. Aber der steht nicht so schnell wieder auf. Jetzt kommt der jetzt hier hochgelaufen, oder was? Ernsthaft? Der hat mich hier gesehen? I see him. Ja. Das passt schon, Chat. Ich schaff das schon, okay? Jeder Anfang ist schwer, okay? Und die haben mir meine Waffen weggenommen, okay? Das schaffe ich. Der Typ hat dich gerochen, Ocelot-Style einfach. Fucking Ocelot, wieso konnte Ocelot eigentlich so gut riechen? Du darfst aber keine Richtung halten. Ach so, weil ich ihn gerade so umgehauen habe, war das, weil ich gerade in eine Richtung gedrückt habe. Ja, ich komme halt nicht hinten an die ran. Die hören mich irgendwie. Lass ihn doch nicht los!
HQ, please respond. Ich glaube, wir werden hier in diesem Playthrough niemanden ausrauben. Ich glaube, wir werden hier niemanden ausrauben. Da ist ja noch einer. Dodge. Was machst du, Schlange? So. Sorry. Wieso fällst du runter? Mann! Okay, da unten ist Loot. What? Als ob diese Brücke so rutschig wäre. Oh Mann. Ja, ist diesmal nur eine halbe Stealth-Mission, okay? Okay. Uniform, Regentropfen. Ui. Ui. Wir haben eine neue Rüstung. Yeah. Regentropfen. Keine Ahnung, wie du da blutest in dem Regentropfen, aber okay. Eigentlich müssen wir die ganze Zeit so spielen. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Was war's, Delphi, bis du den Typen laufen gelassen hast? Ja, ich hab's nicht gecheckt, wann ich jetzt Kreis halten muss, wie ich Kreis halten muss. Keine Ahnung. Ich habe ihn festgehalten, aber dann hatte ich Angst, ihm das Genick zu brechen und dann hat er ihn plötzlich loslaufen lassen. Alles verwirrend. Was wird? So blumi auf einmal. Das ist der Vollmond, ne? Wir haben keinen Mond. Der Mond ist zerstört worden in dieser Timeline. So. Wie sieht's hier aus? Leute? Wir müssen ja irgendeinen Adam treffen, ne? Und ich meine, man hat ihn hier schon getroffen. Aber hier ist jetzt niemand. Vielleicht trifft man hier nur Adam, sonst niemanden. Schlange. Wieso war ich eigentlich vorhin vergiftet? Haben die Gegner manchmal Gift dabei? Und haben mich irgendwie mit einem Messer vergiftet? Oder war das die Schlange, die mich gebissen hat? Wenn wir hier noch ein bisschen Ruhe haben, können wir ein bisschen Essen einsammeln, ne? Ich glaube, Essen konnte auch sogar vergammeln, ne? Da war eine Spinne. Schlange. Einfach alle waren da. Oh, ich kann die aber nicht anschießen, Leute. Der ist Frosch. Ah, Frosch? Jetzt kann man die Spinte aufmachen, oder? Immer noch nicht. Ich kann schwören, man konnte die Spinte hier aufmachen und dann war da irgend so ein geiles Item drin. Eins von beiden. Auf jeden Fall irgendein Tier. Wichtigste ist, das war nicht ein Mensch. Pipu, Papa! Pipu! Karton! Alter, let's go. Wir haben ihn. Das beste Spiel im Item. Ja, ihr wisst schon. Können wir wieder die Zigarre wegpacken? Wir rauchen hier nicht. Den. Schlange! Aber jetzt sieht man, wie er da drin sitzt. So ein bisschen, ne? Kann man sich durchlurken.
Und sehen, wie er sitzt. Stealth beginnt hier. Ja. Okay, hier ist auch nichts. Auch unten drunter. Ich könnte vielleicht noch unterm Haus gucken, ob da noch vielleicht irgendwie ein verstecktes Item ist. Oh, es kommt eine Cutscene. Jetzt kommt ADAM. Adam. Oder verwechsel ich was? Ja, 1. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Lalelo, lelo, lelo. Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! Hey, er schießt wenigstens zurück. There is your answer. Sag doch jetzt. Die kennen wir doch. Die hat jetzt keine Brille mehr auf. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Snake. Schau nach oben, Snake. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Das ist ja gar nicht Adam. Aber sie heißt zufällig Well, Eva. I'm Eva. Wie Are you here to tend die to me? Frau von Adam. Sie ist der erste weibliche Mensch. What happened to Adam? Wie er wegrutscht. Colonel Volgan is a very Er ist suspicious privat ein man. ganz schüchterner, wenn es um Adam Frauen wasn't geht. the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. Er hat so ein bisschen Berührungsängste wie ApoRed. Traut sich gar nicht. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the Er ist auch der muscle to religiöseste create a Mensch, den ich horizontal kenne, ja. sweep. That was Schon. impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Ich krieg eine Waffe. 45, huh? 450er. Incredible. Oh, da wird er richtig geil. The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized.
Bei den Boobers hat er nur gesagt. I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Kriege ich auch eine Brille? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe. Damit ich schlau aussehe? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. Wie verliebt er in die Waffe Just ist. what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Er ist so ein scheiß Nerd, ne? Right, let's get Er going. ist so ein scheiß Nerd. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it. So, ich dachte, sie bleibt hier und My streichelt mir beim orders are Kopf, to bis ich provide you with eingeschlafen bin. information. Nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Ich bin Good Boy. Ich bin Good Boy. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Oh shit. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Hier kommt keine Eye-Tracker. Hier gibt's keine Eye-Tracker. Wo ich hingucke, ist und bleibt für immer ein Geheimnis. Neben sitzen, Junge, leg dich doch hier hin, das ist ein geiles Bett. Was verbuddelt die da hinten? Ich habe die ganze Zeit auf Snakes Nase geschaut.
Meine Kunstlehrerin schlief so immer auf der Klassenfahrt. Sie hat bestimmt auch niemandem vertraut, oder? What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Snake. Snake, Mann. Don't forget your gear. Aber Here, respectfully. give me a hand. Er spannert, aber respectfully. Die 1-Taste ist meine Lieblingstaste. We can use this to get to the basement. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Ui! Don't go dying on me now. Ui! Nächstes Treffen wird rumgeleckt, oder was? Oh Mann, ich wollte mich gerade mit meinem linken Arm abstützen, Leute. Where did that come from? I see him! Ah! Moment, das ist eine Killpistole, Chat. Das ist ja gar keine Stun-Pistole. Hinter der Cam steht auch, wie viele Feinde es sind. Muss ich jetzt alle töten? Where did that come from? Tatsächlich. Ja, sie hat mir beide... Die hat ja die andere Pistole mir auch dazugelegt. Stimmt. Und nur die eine hat er ausgerüstet. Meint ihr, die haben ein Problem damit, wenn ich den kurz ins Fuß schieße mit so einer Stun-Nadel? Aber wieso gucke ich denn selbst da rein? Wie so ein Trottel. Nein, nicht hinlegen! Nicht hinlegen! Schlange! Ey! Okay, ich glaube, ich muss komplett mit Snake umdrehen. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich glaube, ich muss Snake nicht die Kamera wegdrehen von der Flash, sondern ich glaube, ich muss Snake von der Flash wegdrehen.
Was geht ab? Schlange Sadie. Dankeschön für den Raid, Mann. Und hi. Frohes Neues. Ich bin nicht Papa. Die gehen irgendwann. Ja, ihr habt verpasst. Ihr habt verpasst, wie ich meine Armlehne kaputt gemacht habe. Did we lose him? Habt ihr verpasst? What? Not here? He's not here? Keep looking. Move! Was hast du da getan? Halt dich fest? Ich habe mich drauf abgelehnt. Hat bestimmt jemand geklippt? Oh ja. Es gibt sogar einen sehr guten Clip, weil die Musik dazu auch noch perfekt passt. Das ist ein guter Clip. Der geht irgendwann oder wie sieht's aus? Sadie, gab's bei dir im Stream Probleme mit, dass Probleme bei dir Leute im Chat hatten, weil der Stream gebuffert hat? Nee, die Zeit läuft nicht aus. Ich muss erst alle betäuben. Hier sieht mich keiner. Dass das keine Treffer sind. Alter Jungs, was geht ab? Jungs, was geht ab? Da wirft jemand Granaten. Ich glaube, unter mir liegt eine Granate. Das ist aber auch echt hier gemein. Chat, was soll das? Das ist echt eine gemeine Stelle hier. Kann ich irgendwie aus dem Fenster fliehen oder so? Probieren wir so. Das ist die falsche Pistole. Das ist die falsche Pistole. Der Schrank geht doch auf! Nur die großen Schränke gehen auf, oder? Ja stimmt, lass die Pille probieren. Lass die Pille probieren. Was, wenn ich die Pille mache?
Das geht ja voll schnell. Wie wenig Zeit habe ich denn? Reagiert Cyankali so schnell? Ich dachte, ich habe ein bisschen Zeit. Ja, ich habe ja auf Fortsetzen gedrückt. Als ob das nicht funktioniert hat. Leute, ich hol gleich meine Tötungsgewehre raus, okay? Das heißt, du bist wieder aufgewacht? Nee. Ich kann doch währenddessen hier kein Menü öffnen. Ich kann es nochmal probieren. Ich meine, was steht da? Kann vorübergehend Tod vertäuschen. Mit X im Menü benutzen, ja. Oh, ich kann das Menü öffnen. Jungs, bitte. Jungs, ihr müsst schon gehen. Jungs, kommt schon. Jungs, ich bin tot. Jungs, ihr dürft gehen. Jungs. Die geben nicht auf. Die denken, hier ist noch Schlange 2 drin oder so. Jetzt. Time Paradox. Oh no, ich sterbe. Okay, wir machen wieder die Bad Strat. Okay? Und hey, Paul. Ja, die wollten richtig auf Nummer sicher gehen. Ach, Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich könnte ja alle einfach... Aber ich will das cool machen, okay? Ich bin in der Stealth-Mission. Blind. Ich dachte, ich kann die Klappe nicht benutzen. Ich habe sie 20 Mal angeklickt. Sie ging nicht auf. Wieso kann ich sie jetzt doch benutzen? Did we lose him? Fuß. What? Not here? Just my imagination. I see him! Scheiße. Müssen die nicht langsam schlafen? Müsst ihr nicht langsam schlafen? Okay, der geht schlafen. Der geht auch schlafen. Okay, die gehen alle schlafen. Okay. Ich habe versucht, guck, es geht nicht. Es geht wohl nur von einer Seite oder so.
Fuß. Ich habe einen Fuß gesehen. Der Fuß gehört mir. Oh, in den Arsch. Dann halt nur in den Arm. Kann man hier durchschießen? Okay, der geht gleich ausschlafen. Okay, 2 Leute sind umgekippt. 2 sind noch irgendwo. Also ihr seht die ganze Zeit nicht, aber hinter der Cam ist eine Anzeige, wie viele Gegner noch da sind. Es sind gerade noch 2. Aber wo? Radar? Da hinten ist einer. Und hier hinten ist einer. Hier kommt gleich einer. Der bewegt sich nicht mehr. Wo ist er denn? Ist er oben auf dem Dach vielleicht? Dach wäre gemein, oder? Dach ist verboten. Knie. Der ist wirklich auf dem Dach. Okay, ich hab sie alle. War doch gar nicht so schwer. Diese dumme Luke, sie hat nicht funktioniert, okay? Ich wurde verarscht. I've been waiting for this moment. Oh, er ist ja wieder da. Er hat die Patronen sich aufgehängt. That's it. That's the Schmuck. stance. I don't think so. Nicht so hastig. Spielt er gerade in ihren Bubis? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. Der dachte, sie ist ein Typ. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. Der im zweiten Teil der Präsident hat er direkt zwischen die Beine gegriffen. You don't have what it takes to kill me. We'll see.
Cooler Flip. Ja, okay, sie machen einen Backflip einfach. Mit dem Motorrad. Six shots. Die Spur in That seinem thing only Gesicht. carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Oh, er hat sie falsch reingesteckt. Er ist wirklich noch ein Anfänger. This isn't over yet. Don't. Der ist ein scheiß Anfänger. He's still young. Junge, hätte sie hier geschossen. You'll regret stopping. Hätte sie in Metal Gear Solid 1 und 2 so viel ändern können. Damn it! I've got to get back before he does. Was ist dieses Brüllen? Was ist auf einmal dieses Brüllen, Junge? Oh boy. Ja, das war sehr nice. Das war sehr nice. Chat, ich würde aber sagen, wir hören hier an der Stelle auch auf. Ich kann nochmal hier in das neue Gebiet gehen und dann speichere ich dort. Insektenmittel. Sie hätte ein Zeitparadoxon erschaffen, ja. Ein Sumpf. Oder so. Kann mich gerade nicht erinnern, was hier kommt. Das werden wir dann nächste Woche herausfinden, Chat. An der Stelle hören wir jetzt auf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Macht sehr viel Spaß. Paramedic? I see you caught yourself a green tree python. The green tree python isn't venomous, so no need to worry. It's fairly docile too, so I don't think it's likely to attack you. Ich wollte speichern. The green tree python originally comes from Australia and New Zealand. It's a really pretty green color and it lives... Speichern? Oh my god. What's wrong? Snake, what did I just say? They come from Australia and New Zealand. No, after that. They're a really pretty green color. I thought so. What was I thinking? Seeing a snake and calling it pretty? What's wrong with that? Everything. When a normal woman sees a snake, she's supposed to scream or get sick or something like that. And you think you're normal? What was that? Nothing. Oh, it's all your fault. Jeez, I'm Oh, sorry. das war Chat, das war What do you ein mean enough? Flirtversuch. This is serious. No, I just wanted you to tell me how it tastes. How should I know? Ugh. It was awfully pretty, though. Ja, ich wollte anrufen zum Speichern. Wieso legt sie wieder auf? I see you caught yourself a reticulated python. The reticulated python is said to be the longest snake in the world. The biggest ones can grow up to 10 meters in length. Although they're not poisonous, they're still very dangerous, so be careful around them. They have a highly ferocious temperament, and they can swallow whole, even large animals like deer and pigs. Their most distinguishing feature is the mesh pattern of their scales. This pattern acts as a highly effective natural camouflage. Ich glaube, die hat mich If you gebissen. think there might be a reticulated python about, pay close attention to your surroundings. Otherwise, you could get bitten before you even know it's there. Die hat mich gebissen. It's a huge snake, but you should be able to capture it alive by using the Okay, tranquilizer sie war gun. nicht riesig. I'll bet if you Vielleicht auch capture nicht. one and throw it at an enemy, it'll give him a good scare. You've eaten one, haven't you? Yeah, it wasn't half bad. Cannibal. What was that? Nothing. Talk to you later. Kannibale, weil er Snake heißt. Frau, ich will speichern! Oh, da ist speichern. Saving the game, Snake? Sie hat 2 Nummern. Sie hat 2 Nummern. Huch. Sie hat 2 Nummern. Mann. Das war bei den anderen Teilen nicht so.
Die Speichertante hat immer nur einen Anruf. Hey, Snake, Nur eine you Nummer ever gehabt. heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, Ja, er war in der Nähe obliterating everything in der its path. Nuke, It was originally a als die Japanese hochgegangen movie, ist. but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. Ich glaube, seine Godzilla in der Hose also got a wird serious gerade auch anti-nuke riesig. message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Ja, können wir mittlerweile. 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you're Eigentlich getting wollte ich jam. nur kurz speichern, That's aber the magic of movies. okay. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Ja, diesen Spaß gönnen wir uns, aber nicht heute.